Millie. Ja, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt, hm? Millie, bitte. Jetzt weiß ich endlich, was du meinst und brauch mir nicht länger Gedanken zu machen. Ich wollte dir die ganze Zeit sagen, ehrlich. Was hat dich daran gehindert? Ich hab dich 1000-mal gefragt, was los ist. Du bist mir immer ausgewichen. Du... Bitte hör auf. Ich wusste das doch selber nicht. Was, dass du mich satt hast oder schwul bist? Millie, es war meine Schuld. Das ist doch jetzt sowieso egal, wo ihr euch gefunden habt. Hinter meinem Rücken. Ihr seid so verdammt feige. War die Geschäftsreise. Ja. Solche Reisen eben sind. Nötig, aber wenig amüsant. Gibst du mir einen trockenen Weißwein, bitte? Klar. Dasselbe hätte ich auch gern. Ach, no. Also eine Überraschung. Habe gehofft, dass du hier bist. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Ich bin eben erst von der Reise zurückgekommen. Habe ich denn vielleicht auch das Glück, dass du morgen Abend noch nichts vorhast? Oh, das tut mir leid, aber daraus wird nichts. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ah, verstehe. Ich weiß zurzeit auch nicht, wo mir der Kopf steht. Vielleicht meldest du dich mal, wenn du Luft hast. Mach ich. Ja, und was ist mit dem Wein? Ja, das hat sich erledigt. Danke. Wir sehen uns. Tschüss, Anne. Finde ich gut, dass du ihm einen Korb gegeben hast. Eigentlich habe ich mich über seine Einladung gefreut. Vergiss nicht, wie er dich abserviert hat. Er hing eben noch an Erika. Ja, so sehr, dass er noch mal mit ihr ins Bett gegangen ist. Und jetzt? Wie ist es jetzt? Keine Ahnung, Mama. Weißt du, dass ich mich von Erika getrennt habe, weil sie Arno nicht vergessen kann. Oh ja, tut mir leid. Und wie Arno für Erika empfindet. Ob du es glaubst oder nicht, aber irgendwie ärgere ich mich. Weil du Arnos Einladung nicht angenommen hast? Ja. Also wirklich, Mom. Du solltest froh sein, dass du nichts mehr mit ihm zu tun hast. Wer weiß, was dir dadurch erspart bleibt. Guten Morgen. Hey, schön, dass du mal vorbeikommst. Oh, das ist im Übrigen meine Mutter. Wir kennen uns doch bereits. Ja, von meiner Hochzeit. Stimmt, setz dich zu uns. Ich bin eigentlich auf dem Sprung und wollte dich nur fragen, ob du heute Abend zum Essen kommen willst. Oh, das ist nett, aber ich fürchte, das klappt nicht. Schade. Vor allem, weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Ja, finde ich auch. Aber ich trage nun mal die Verantwortung für diesen Laden. Und was ist mit Ihnen? Hätten Sie nicht Lust? Ein vorweihnachtliches Dinner? Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Die Friedenauer Küche ist 1A. Ich weiß, das habe ich schon bei der Hochzeit bemerkt. Also Sie kommen? Ja, ich komme. Vielen Dank für die Einladung. Warum hast du denn nichts gesagt? Das hätten wir doch zusammen machen können. Schon okay, ich habe mir Taxi genommen. Oh, nicht weinen. Mama, es ist so schrecklich. Nicht weinen. Bist du denn sicher, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast? Uli hat noch nicht mal versucht, mich aufzuhalten. Ja, wahrscheinlich weiß er selber nicht genau, was er will. Mich will er jedenfalls nicht mehr. Wieso war ich überhaupt mit ihm zusammen? Ihr hattet euch lieb. Ihr habt euch gut verstanden. Wenn er mich gemocht hat, wieso tut er mir das dann an? Wahrscheinlich kann er nicht anders. Uli war so kalt und abweisend, so war er noch nie zu mir. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht will er sich nur schützen. Ach was, es war alles eine Lüge. Uli hat mich nie wirklich geliebt. Das glaube ich nicht. Aber wenn man jemanden verlässt, dann tut man ihm immer weh, auch wenn man es gar nicht will. Geht's dir besser? Danke. Ich frage mich, warum sich Uli ausgerechnet in einen Mann verliebt hat. Was soll ich dir darauf antworten? Weil du so was Ähnliches mit Nina erlebt hast. Ich will's doch einfach nur verstehen. Ich habe mich in Nina verliebt, weil sie ein toller Mensch ist.
Dass sie eine Frau war, das hat zunächst überhaupt keine Rolle gespielt. Das heißt also, Uli hätte sich sowieso in Tom verliebt. Schau, ich weiß ja nicht, von wem die Initiative ausging. Aber ich nehme an, dass Uli erst durch Tom gemerkt hat, dass er anders fühlt. Aber irgendwas muss ihm noch an mir gefehlt haben. Sonst hätte er nicht Schluss gemacht. Nicht unbedingt. Hätten wir Tom noch nie in unsere WG gelassen. Und ich habe mich noch für ihn eingesetzt. Habt ihr euch nur über das Wetter unterhalten oder auch so richtig? Arno hat mir versichert, dass er nichts mehr für Erika empfindet. Und? Glaubst du ihm? Warum sollte er mich belügen? Mama, weil er es schon einmal getan hat. Dass er Erika noch geliebt hat, das ist ihm erst später klar geworden. Und dann hat er sich auch sofort von mir getrennt. Und wenn er sich jetzt wieder in Erika verliebt? Jetzt, wo sie wieder zu haben ist? Arno wusste nicht einmal, dass es aus ist. Und du nimmst ihm seine Liebesschwüre ab. Mein Gefühl sagt mir, er meint es ehrlich. Und meinst, dass er es wieder bei Erika versucht? Du täuschst dich. Hoffentlich. Bestimmt. Lass uns woanders hingehen, ja? Du hast Angst, Uli und Tom könnten dir hier über den Weg laufen. Hast du Lust auf den Weihnachtsmarkt? Egal, Hauptsache weg hier. Okay, ich gehe mir die Hände waschen. Guten Morgen, Milli. Morgen. Lustig, so eine Tasche hatte ich auch mal. Die ist meiner Mutter. Oh, sie ist hier. Ja, Hände waschen. Das war zu dumm. Nina muss auch jeden Moment hier sein. Ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn die beiden zusammentreffen. Warum lassen Sie das nicht Nina entscheiden? Nina hat sich bereits entschieden. Gegen sie. Verstehen Sie doch. Ich habe verstanden. Besser, als Sie glauben. Soll ich schon mal zahlen, Mama? Was wollen Sie damit sagen? Sie konnten mich doch noch nie leiden. Sie sind doch nur eifersüchtig. Mama, jetzt komm. Das ist doch nur Ihr kleiner Rachefeldzug, weil Arno Sie verlassen hat. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Der Meinung bin ich auch. Du wirfst mich also raus. Wenn du es so nennen willst. Ich wäre dir auch dankbar, wenn du so schnell nicht wieder hier aufkreuzen würdest. Wir haben hier nichts mehr verloren. Das tut mir leid. Hier für... Schon okay. Tschüss. Ich nehme noch eine Flasche Rotwein. Elisabeth mag Rotwein. Ich wünsche dir viel Glück. Danke sehr. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie es mir wirklich geht. Du bist verletzt und verzweifelt und verstehst die Welt nicht mehr. Aber wie ich die Situation einschätze, tut sich Uli auch nicht leid. Warum ergreifst du ständig Ulis Partei? Weil es mir nicht anders gegangen ist, als ich mich damals in Nina verliebt habe. Du willst es nicht, aber es passiert. Gegen deine Gefühle bist du machtlos. Die Erklärung hat vielleicht bei Arno gezogen, aber bei mir nicht. Weil es keine andere gibt. Wieso kannst du nicht einmal zu mir? Packen Sie mir die Flasche etwas nett ein. Ja, ich nehme sie gleich mit. Hallo, Erika. Arno, ich hab dich gar nicht kommen hören. Was war denn mit Millie? Das Übliche. Mach dir keine Sorgen, ich komme damit klar. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Ich dir auch. Schönes Weihnachtsfest. Pünktlich. Wie die Maurer. Erika. Die hat mir der Kellner für dich mitgegeben. Danke. Dass du deshalb extra hergekommen bist. Komm doch rein, bitte. Hat sich ja nicht viel verändert hier. Ach, die Firma. Ich war kaum zu Hause. Die Spitze fehlt. Wie bitte? Der Baum, warum ist denn da nicht unsere alte Spitze dran? Ah, die ist kaputt.
Vermutlich besorgt Steffi in der Stadt eine neue. Steffi, sagst du ihr liebe Grüße von mir, ja? Ja, natürlich. Es ist so schön weihnachtlich hier. Ich wünsche euch allen von Herzen frohe Weihnachten. Und Arno, ich habe alles falsch gemacht. Alles. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Nina hat mich verlassen. Steffi will nichts mehr mit mir zu tun haben. Millie glaubt, dass ich zu Uli halte. Millie war durcheinander. Sicher hat sie dich falsch verstanden. Nee. Ich wollte ihr helfen und habe ihr wehgetan. So wie ich alle vor den Kopf gestoßen habe. Soll ich dir einen Kaffee kochen? Oder willst du lieber einen Tee? Ich habe keinen Durst. Gehen Sie doch schon mal ins Wohnzimmer. Danke. Elisabeth. Du hast also mit ihr abgeschlossen. Mama. Schönen Tag noch. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ist schon gut. Elisabeth! Elisabeth, bitte. Lass dir erklären. Es ist nicht nötig, die Situation spricht für sich. Aber es war nicht so, wie es den anscheinen. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Elisabeth. Das hast du ja wieder prima hingekriegt. Nicht in diesem. Du hast keinen anderen verdient. Steffi, das reicht. Danke fürs Zuhören. Jederzeit. Wenn ich irgendwas tun kann, um das mit Elisabeth wieder einzurenken. Ich werde ihr erklären, dass es nichts zu erklären gibt. Unser Intermezzo hat Elisabeth natürlich verunsichert. Missverständnisse könnte man aufklären, allerdings nur, wenn man nicht wegläuft. Du magst sie. Unser Ausrutscher hat die Sache verkompliziert. Hoffentlich zieht sie sich nicht ganz zurück. Da wir kein Paar sind, kann sie mich nicht verlassen. Trotzdem, es täte mir leid. Mir auch. Wir sehen uns. Warum war Arno nicht ehrlich zu mir? Also ich glaube Arno, dass er keinen Kontakt mehr zu Erika hatte. Ach, auf einmal? Ja, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Wenn Arno an Erika interessiert wäre, dann hätte er doch von unserer Trennung gewusst. Also wissen wir, was gelaufen ist. Jetzt Erika war die treibende Kraft. Bestimmt hat sie wieder ihre Arno, ich habe alles falsch gemacht, Nummer abgezogen. Und der Arno ist drauf reingefallen. Nein, aber es hat ihn niemand gezwungen, sie in den Arm zu nehmen. Sie kennt ihn. Sie weiß, wie sie ihn dazu bringt. Was hat sie jetzt deiner Meinung nach vor? Erstmal wird sie zu Arno zurück wollen. Sobald was Besseres kommt, lässt sie ihn wieder fallen. Arno hat sich wirklich gefreut, mich wiederzusehen. Es sollte so eine Art Neuanfang werden. Schön, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten, Frau Rhein. Ich hatte heute Abend sowieso nichts vor. Kommen Sie eigentlich zum Neujahrsempfang meiner Firma? Oh, das geht leider nicht. Ich fliege nach den Feiertagen gleich wieder in die Staaten zurück. Schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Dann wünsche ich ein schönes Fest. Dankeschön Ihnen auch. Wiedersehen. Bringen Sie mir bitte einen Grappa. Sehr gern. Elisabeth? Was kann ich für Sie tun? Darf ich mich setzen? Sie haben das vorhin falsch interpretiert. So? Zwischen Arno und mir, das hat sich erledigt. Von beiden Seiten.
Glauben Sie mir, diese Umarmung hatte nichts zu bedeuten. Arno hat mich nur getröstet wegen Nina und einigen anderen Dingen. Ich möchte auf keinen Fall, dass Sie den Kontakt meinetwegen abbrechen. Dankeschön. Bitte schön, die Dame. Danke. Arno mag Sie sehr. Geben Sie ihm die Möglichkeit, das zu beweisen. Wollen Sie Arno und mich jetzt plötzlich verkuppeln? Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass ich Ihnen nicht im Weg stehe. Alles Weitere liegt bei Ihnen. Ja, dann will ich nicht weiter stören. Auf Wiedersehen. Setze 3 Runden aus oder zahle 100.000 Mark Kaution. Das war's dann wohl. Ja, tut mir leid. Ich könnte dir das Geld natürlich leihen. Nee, ich gebe auf. Du hast gewonnen. Du hast doch gepfuscht. Ich gepfuscht. Willst du auch noch was trinken? Nee, danke. Eigentlich haben wir es doch richtig gemütlich miteinander. Ist mal was ganz anderes als immer so im großen Kreis. Ja, vor allem auf das gemeinsame Singen kann ich gut verzichten. Das fand ich immer schön. Ja, ich doch auch. Tut mir leid. Was Arno und Steffi jetzt wohl machen. Ich habe in letzter Zeit so oft an sie gedacht. Darüber solltest du dir wirklich keine Gedanken machen. Ja, wieso nicht? Immerhin waren wir meine Familie. Steffi ist meine Tochter. Hast du vergessen, wie oft ihr euch gestritten habt? Ständig hat es gekracht. Vor allem, als du zu Nina gezogen bist. Noch eine kaputte Beziehung. Bitte hör auf, darüber nachzugrübeln, was alles schiefgelaufen ist. Zu Weihnachten denkt man eben mal an das eine oder andere. Was hältst du von einer Revanche? Gute Idee. Aber diesmal nehme ich die Bank. Na gut. Frisch gemixter Orange-Maracuja-Saft. Probier mal. Lecker. Der Mixer war eine super Idee von dir. Nochmal vielen Dank. Wir können ja über die Feiertage noch ein paar andere Cocktails probieren. Oh ja. Nina hat doch auch immer so gern Cocktails gemixt. Sie fehlt dir immer noch sehr, nicht wahr? Ja, ich denke oft an sie. Aber was jammer ich hier rum? Du hast ja genug eigene Probleme mit Uli. Was macht der eigentlich zu Weihnachten? Woher soll ich das denn wissen, Mama? Wir sind nicht mehr zusammen, das weißt du doch. Entschuldige, ich wollte dich nicht verletzen. Wo willst du denn hin? Ich gehe ein bisschen an die frische Luft. Du kannst ruhig weiter frühstücken, ich bin gleich wieder da. Nee, ich komm mit. Ein bisschen Bewegung kann mir nur gut tun. Es macht doch wirklich keinen Sinn, wenn du Uli so verdrängst. Ich verdränge überhaupt nichts. Ich will nur nicht ständig darüber reden. Ist ja schon gut, ich sag ja nichts mehr. Ich möchte nur, dass du auch Uli verstehst. Danke, ich habe mir genug Gedanken über ihn gemacht. Was bist denn so gereizt? Mich nervt es so dermaßen, dass du ihn ständig verteidigst. Dabei hat er sich echt mies benommen. Wenn das so angekommen ist bei dir, dann tut mir das leid, das war nicht meine Absicht. Du versuchst immer nur Uli zu verstehen. Was mit mir ist, interessiert dich überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich liegst du mir mehr am Herzen als Uli. Ja, aber du warst mal in der gleichen Situation wie er, als du Arno verlassen und dich für Nina entschieden hast. Guck mal, wir haben heute offen. Sollen wir uns Kuchen für heute Nachmittag mitnehmen? Können wir machen, wenn du willst. Hallo. Hi, Lina. Fröhliche Weihnachten. Und? Hattet ihr ein schönes Fest? Und du? Danke. Ja, ich muss jetzt sowieso weiter. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Tschüss. Danke, tschüss. Mach dir keine Gedanken, Erika. Ich finde es schön, dass du spontan vorbeigekommen bist. Ich weiß auch nicht. Zu Hause fällt mir irgendwie die Decke auf den Kopf. Na, das kann ich mir vorstellen. Wo ist denn Millie? Millie? Die ist bei einer Freundin. Wir haben zwar heute Morgen einen schönen Spaziergang gemacht, aber
Das ist sicher alles nicht ganz leicht. Gerade über die Feiertage. Vor allem Nina fehlt mir. Wir haben sie vorhin zufällig auf der Straße getroffen. Und? War nicht weiter tragisch. Gott sei Dank war Millie bei mir. Ich wüsste nicht, was ich im Moment ohne sie täte. Sei froh, dass du deine Tochter hast. Aber sie hat selbst gerade eine Trennung hinter sich. Eigentlich sollte ich für sie da sein. Ach, das wusste ich gar nicht, dass Millie und Uli nicht mehr zusammen sind. Es tut mir aber leid. Naja, umso mehr müsst ihr jetzt füreinander da sein. Mich hätte es auch fast umgehauen, als Erika plötzlich vor mir stand. Ich dachte, das macht ja gar nichts mehr aus. Du bist witzig. Natürlich stecke ich das nicht einfach so weg, wenn ich sie sehe. Du glaubst gar nicht, wie schlecht sie drauf ist. Ständig erzählt sie mir, was sie alles falsch gemacht hat. Und wie schön das doch war mit euch beiden. Naja, alles war nun auch nicht schön. Wahrscheinlich bist du auch nicht gerade die richtige Adresse für mein Gejammer. Vor allem, weil es nicht dein Gejammer ist, sondern das von Erika. Sie tut mir eben leid. Du kannst dir sowieso nicht helfen. Außerdem hast du schon genug mit dir selbst zu tun. Fang du jetzt bitte nicht auch noch von Uli an. Nein, keine Sorge. Aber gerade deshalb brauchst du jemanden, der dich aufmuntert. Der dich nicht voll heult. Das ist der Horror. Voll ist die Stimmung wirklich nicht. Kein Wunder. Wohin musste ich sie sogar anschwindeln und sagen, ich sei bei einer Freundin, damit ich mal wegkomme? Was? Du denkst dir Geschichten aus, um mal allein zu sein? Du hast sie doch nicht alle. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann meine Mutter doch nicht einfach so alleine lassen. Ja, aber mit deiner Aufopferung ist doch auch niemandem geholfen. Weder dir noch Erika. Wenn zwei Ertrinkende sich aneinander klammern, ist der einzige Effekt, dass beide untergehen.